willkommen zum heutigen Video. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich werde mich heute beschäftigen mit einem Experiment, einer Forschung, die über mehrere Jahre sich hinzog, aus der Ethologie. Das ist die klassische vergleichende Verhaltensbiologie, Verhaltensforschung im Grunde genommen. Und zwar geht es um eine Forschung eines französischen Verhaltensforschers, René Piaget. Und danach werde ich wie immer die Erkenntnisse darstellen und zum Schluss die Konsequenzen, die es aus einer philosophisch-spirituellen Sicht, zumindest aus meiner Meinung nach, sich ergibt daraus. Also fangen wir an mit dem Versuch. René Piaget, wie ich schon sagte, ist ein französischer Verhaltensforscher. Das Feld der Verhaltensforschung nennt man Ethologie, also das der klassischen vergleichenden Verhaltensbiologie. Das Wort wurde geprägt von Konrad Lorenz. In dieser Tradition bewegt sich auch René Piaget mit seinem Versuch, den ich hier vorstellen will, mit seinem Experiment. Er gewöhnte als erstes Hühnerküken an sich als eine Art Muttertier. Also die liefen ihn dann zurück. Das hat schon Konrad Lorenz gemacht. Der hat das mit Gänseküken gemacht und hat auch für seine Forschung den Nobelpreis für Medizin 1973 erhalten. In einem zweiten Schritt gewöhnte René Piaget diese Küken an einen zylindrigen Roboter. Der fuhr, gab Töne von sich und war ausgestattet mit einem Zufallsgenerator, der die sich ständig wechselnden Bewegungsrichtungen bestimmte, variierte. Dann nahm man diesen Roboter, nachdem die Küken darauf geprägt waren, das hat so ungefähr 20 Tage gedauert, und setzte diesen Roboter in ein Geviert, in einen Holzrahmen, bedeckte den Boden mit weißem Papier und stattete den Roboter mit einem Stift aus, also befestigte unten einen Stift, und dann schaltete man ihn ein und ließ ihn fahren. Und er zog dann seine Bahn durch das Geviert, und mit der Zeit hatte er jeden Bereich einmal abgefahren. Also das das Bewegungsmuster ist ziemlich gleich. Und jetzt setzte René Piaget ein Küken, was auf diesen Roboter geprägt war, in einen Käfig, setzt den Roboter wieder in das Geviert, und diesen Käfig setzte er an den Rand dieses Gevierts, an den Holzrahmen direkt drin, und das Küken sah dann natürlich diesen Roboter und fing an zu cheepen, cheep, cheep, cheep. Und
wollte zu diesem Roboter hin, also sich zumindest annähern. Und ja, dann schaltete man diesen Roboter ein und der bewegte sich auch anfangs ganz normal, aber dann mit der Zeit näherte er sich doch tatsächlich diesen Küken an. Und zum Schluss fuhr er nur noch dort rum, wo das Küken war. Ja, es ist schon erstaunlich und man wiederholte dieses Experiment öfters. Und hier seht ihr mal so ein paar Grafiken von Bewegungsmuster von verschiedenen. Und ihr könnt sehen, dass sich diese Bewegung des Roboters immer an einer Stelle konzentrieren, und zwar dort, wo jeweils der Käfig mit den Küken positioniert war. Also man setzte ihn dann immer irgendwo anders hin und es ergab aber das gleiche Bewegungsmuster. Am Ende konzentrierte sich die Bewegung, die der Roboter machte, immer dort auf den Bereich, wo der Käfig mit dem Küken war. Inzwischen sind diese Versuche auch mit anderen Tieren durchgeführt worden, und zwar mit welchen, die nicht auf so einen Roboter geprägt waren. Und zwar ließ sich René Bjork Folgendes einfallen. Er verdunkelte den Raum und setzte eine Kerze auf diesen fahrenden Roboter, der sich sonst nicht geändert hat. Und dann setzte er außerhalb in einen Käfig eben wieder Hühnerküken, aber eben nicht geprägt auf diesen Roboter, und auch Kaninchen und Entenküken. Und trotzdem ergab es sich, dass der Roboter mit der Kerze obendrauf, dass der sich dann diesen Tieren annäherte. Also selbst da. Und was sagt uns das? Welche Erkenntnisse ziehen wir daraus? Dass scheinbar Ideen, also Ideen, Bilder und Intentionen, verbunden mit einem entsprechenden Gefühl, Materie beeinflussen. Also selbst diese Tiere, die nicht geprägt waren auf diesen Roboter, die haben es geschafft, ihn zu diesem Zufallsgenerator, der die Bewegung bestimmte, zu beeinflussen. Das heißt, dass es die Ideen und das Gefühl gewesen sein müssen, was diese Materie, also Materie, dieser Zufallsgenerator beeinflusst hat. Und ein weiteres, Ideen verbunden mit Gefühlen haben magnetische Wirkung. Und wenn man sich überlegt, dass Forschungen herausgefunden haben, dass das Herz eine 5000-mal größere, stärkeres Magnetfeld als das Gehirn haben, dann ja, kann man sich das durchaus vorstellen, und es scheint wohl so, dass die Ideen die Richtung angeben und das Gefühl diese magnetische Wirkung erzielt. Ja, welche Erkenntnisse oder Konsequenzen von philosophisch-spiritueller Sicht ergeben sich daraus?
Ich habe das mal als Fragen formuliert. Sind wir immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und treffen auf die richtigen Personen? Also ziehen wir immer das in unser Leben, was in unserem Inneren schlummert. Diese Frage dann noch etwas ausgebaut und konsequent weitergeführt, stellt sich natürlich die Frage, ob die rein persönliche Realität ein Spiegel unseres Inneren ist. Also, dass wir immer Situationen und Personen begegnen, die unserem Inneren entsprechen. Und das hat vieles für sich. Also wenn wir uns überlegen, dass 97% unserer Gedanken, also wir haben am Tag zwischen 60 und 80.000 Gedanken, davon sind ungefähr 97, wahrscheinlich noch mehr Prozent unbewusst. Also die stecken in unserem Unterbewusstsein, die sind geprägt durch Konventionen, Glaubenssätze, Erziehung, soziales Umfeld, Traumata, also soziales Umfeld, Eltern, Schule etc. Und die sind uns gar nicht bewusst. Was bei vielen Dingen gut ist, also Atmung zum Beispiel oder Radfahren oder Autofahren, Laufen. Aber andere Sachen stecken da eben auch drin und sind uns nicht bewusst. Das heißt dann, das bedeutet dann in der Endkonsequenz, dass wir an unserer Realität sehen können, wo bei uns tief innen Sachen versteckt sind, die aufgelöst werden sollten oder können. Je nachdem, manch einem gefällt das ja auch, dass er immer mit aggressiven Leuten zusammenkommt oder was auch immer. Oder dass zum Beispiel Beziehungen immer wieder nach dem gleichen Muster ablaufen. Das hat auch was mit diesen Sachen zu tun, dass man sich immer wieder die gleichen Partner aussucht, also die Partner mit gleichen Mustern etc. Aber gut, das sind Sachen, die ich hier gar nicht weiter ausführen will. Ihr könnt ja, und dazu möchte ich euch anregen, wie immer mit meinen Videos, darüber mal nachdenken, euch das auf euch wirken lassen und gucken, zu was für Schlüssen ihr letztendlich kommt. Und schon darüber nachdenken heißt, sich auf den Weg einer Lösung zu begeben. Ich bedanke mich jedenfalls für deine Aufmerksamkeit. Es freut mich, dass du dabei warst. Ich melde mich bald wieder mit einem neuen Video. Ich wünsche mir, dass du wieder einschaltest, dir das ansiehst. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag und verbleibe bis dahin dein Frank. Tschüss.